Ich bin von Katzenstein und in diesem Video möchte ich über die Entwicklung der mittelalterlichen Panzerhandschuhe sprechen. Doch bevor wir beginnen, hier noch eine kleine Information. Anhand der Aufrufzahlen und euren Kommentaren sehe ich, dass euch diese Videos besonders gut gefallen und das freut mich sehr. Dennoch schauen über 87% der regelmäßigen Zuschauer meine Videos ohne Abo an. Für euch ist ein Abo nur ein kurzer Klick, aber für mich ist es eine riesige Unterstützung. Also abonniert doch gerne meinen Kanal und aktiviert anschließend die Glocke. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass dieser Kanal immer weiter wächst. Aber jetzt weiter zum Video. Wie ich ja bereits am Anfang des Videos erwähnt habe, erkläre ich jetzt heute ein wenig über die Entwicklung der mittelalterlichen Plattenhandschuhe. Zuallererst muss gesagt werden, dass Handschuhe nach dem Helm wahrscheinlich der wichtigste Teil einer Rüstung sind. Die Hand ist das Körperteil, was in jedem Kampf am nächsten am Gegner ist und daher das einfachste und zugleich effektivste Ziel. Wenn die Hand im Kampf getroffen wurde und dadurch vom Kämpfer nicht mehr zu benutzen ist, war dieser auch nicht mehr fähig, seine Waffe zu führen und damit keine Gefahr mehr. Durch einen unmerklichen Hieb auf die Hand war der Kampf sehr schnell vorbei. Darum umso interessanter, dass es im Frühmittelalter und der Antike so gut wie keinen Handschutz gab. Nehmen wir doch mal zum Beispiel die Wikinger. Nach den vorliegenden Quellen trugen diese einen Helm, wenn sie besonders gut ausgerüstet waren. Manche sehr reiche Wikinger konnten sich auch einen Ringpanzer leisten. Warum haben sie jetzt aber keinen Handschutz getragen, wenn dieser so wichtig war? Zum einen wird es durchaus an den Kosten gelegen haben. Wie bereits erwähnt, ist der Helm das wichtigste Stück einer Rüstung. Ein Kopf wird in der Schlacht schnell getroffen und ein Schlag in diese Region wird den Kämpfer nicht nur außer Gefecht setzen, sondern sogar töten. Da die Herstellung von Stahl zu dieser Zeit noch nicht so fortgeschritten und vor allem äußerst teuer war, haben die Wikinger wahrscheinlich auf einen Handschutz in irgendeiner Form verzichtet. Zudem muss man sagen, dass die Schildhand der Wikinger durch einen Schildbuckel geschützt war, der einen hervorragenden Schutz bot. Daher war nur noch die Angriffshand gefährdet. Das Risiko war wahrscheinlich bekannt und wurde wegen der hohen Kosten für zusätzlichen Schutz einfach in Kauf genommen. Schließlich reden wir bei den Wikingern meistens von Bauern und einfachen Leuten, die zur Plünderung in den Kampf zogen. Da war eine gute Waffe schon ein sehr wichtiger Ausrüstungsgegenstand. Weiter geht es mit der Zeit des Hochmittelalters, also vom 11. bis ungefähr ins 14. Jahrhundert. Zu dieser Zeit war die Förderung und Herstellung von Eisen so weit fortgeschritten, dass sich nicht nur Ritter und Adlige einen guten Schutz leisten konnten, sondern teilweise auch einfache Waffenknechte. Die Hauptrüstung zu dieser Zeit war der Ringpanzer, der primär natürlich den Körper schützte. Irgendwann wurden die Ringpanzer jedoch von Kopf bis Fuß oder in diesem Fall bis zur Hand erweitert. Ein Handschuh, in diesem Fall ein Fäustling, wurde an den Ringpanzer angebracht und ebenfalls mit Kettenringen versehen. Dieser bot natürlich einen hervorragenden Schutz gegen Schnitte, jedoch nicht gegen kräftige Hiebe, sodass Fingerknochen immer noch zertrümmert werden konnten. Die ersten richtigen Plattenhandschuhe entstanden in der Mitte des 14. Jahrhunderts mit der sogenannten Coburg-Rüstung. Diese Rüstung war die erste, die das Kettengeflecht langsam ablöste und mehr mit Metallplatten ersetzte. Auch hier wurden die sogenannten Stundenglas-Handschuhe getragen. Zu dieser Zeit war dieser Typ Handschuh eine filigrane Meisterleistung der Schmiedekunst. Die Form des Stundenglases wurde benötigt, dass der Träger sein Handgelenk noch ausreichend bewegen konnte, da der Schutz aus einem Stück gefertigt und daher nicht beweglich war. Auch hier wurden schon kleine Metallplättchen als Schutz für die Finger genutzt. Im Spätmittelalter haben wir dann den Höhepunkt der Plattenhandschuhe. Hier gab es grob zwei Typen, die gotischen Plattenhandschuhe und die mailändischen. Die gotischen Plattenhandschuhe waren wie die gesamte Rüstung für ihre Flutung und ihr filigranes Aussehen bekannt. Interessanterweise wurden diese Handschuhe zunächst mit Fingern, später dann mit ganzen Platten, also Fäustlingen, gefertigt. Das hat den Hintergrund, dass Kämpfe zu dieser Zeit mehr mit Stangenwaffen, also zum Beispiel dem Fußstreithammer oder der Mordaxt, durchgeführt wurden und daher die Finesse weniger überwog als der Schutz der Hände. Tatsächlich werden durch diese Fäustlinge die Hände so gut geschützt, dass sie nicht direkt beim ersten Schlag mit einer Mordaxt brechen. Zudem haben viele Waffen aus dieser Zeit auch ein zusätzliches, rundes Parierelement am Schaft, das die offene Lücke des Handschuhs wie ein Deckel von oben schützt. Im mailändischen Stil wurden die Plattenhandschuhe ebenso nach dem Vorbild der mailändischen Rüstung mit Rundungen gefertigt und wirkten damit sehr klobig. Dennoch boten diese Handschuhe auch einen hervorragenden Schutz gegen heftige Schläge. Nach dem Spätmittelalter tauchten in der frühen Neuzeit immer weitere Handschuhtypen auf, die ähnliche Funktionen wie ihre Vorgänger hatten, sich aber in Stil und Dekoration unterschieden. Beispielsweise hätten wir hier noch die kannelierten Handschuhe des Riffelharners, deren Linien gegen Kugeln von Feuerwaffen halfen.
Da sich der Fokus im Kampf immer mehr auf Feuerwaffen konzentrierte, wurden die Plattenhandschuhe nach dem 16. Jahrhundert immer mehr abgebaut. Lediglich manche Duellanten oder Musketiere trugen in ihren Gefechten noch dickere Lederhandschuhe, um sich vor leichten Schnitten oder der Hitze des Rohrs nach einem Schuss zu schützen. Man kann hier auch deutlich sehen, dass immer mehr Waffen wie das venezianische Schiavona, der Rapier oder das schottische Korbschwert aufkamen und den Plattenhandschuh als Schutz für die Hand ablösten. Es war jetzt nicht mehr die Rüstung, die den Träger schützte, sondern seine eigene Waffe. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Thema ein wenig zeigen, wie sich der Schutz für die Hände in der Geschichte immer mehr aufgebaut hat und dann wieder abnahm. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welchen Schutz für die Hände ihr im Kampf bevorzugen würdet. Ich würde mich auf eure Antwort freuen.